Herzlich willkommen bei den Coffee Tasters. Mein Name ist Patrick und heute stellen wir euch den DeLonghi Magnifica Evo vor. Wir haben den Vollautomaten 2 Wochen lang intensiv getestet und verraten euch jetzt im Video, was dabei rausgekommen ist. Die Magnifica Evo ist die moderne Version des Bestsellers Magnifica S. Ihr könnt damit jetzt 5 Getränke auf Knopfdruck zubereiten und außerdem gibt es ein neues farbiges Bedienfeld. Was sich sonst noch verändert hat, erfahrt ihr jetzt. Nutzt einfach die Sprungmarken in der Infobox, falls euch etwas Bestimmtes interessiert. Wir verlinken euch dort auch genau dieses Modell und den ausführlichen Testbericht auf unserer Website. Dort erfahrt ihr auch, wie dieses Modell im Vergleich mit anderen Vollautomaten abschneidet. Und wenn euch das Video gefällt, unterstützt uns jetzt mit einem Like. Beim Magnifica Evo verwendet DeLonghi zum ersten Mal einen neuen kompakten Milchbehälter. Auf der rechten Seite sind Markierungen, die euch zeigen, wie viel Milch ihr für einen Cappuccino, einen Latte Macchiato, 2 Cappuccini oder 2 Latte Macchiato einfüllen müsst. Auf der linken Seite seht ihr noch eine zweite Skala. Die erste Markierung steht für 50 ml und danach geht es dann in 20 ml Schritten weiter. Insgesamt passen maximal 220 ml Milch in den Tank. Den besten Schaum gibt es übrigens bei Milch mit ca. 3,5% Fett. Danach dreht ihr den Deckel auf den Tank und klickt ihn einfach hier auf der linken Seite ein. Den Milchbehälter könnt ihr auch im Kühlschrank aufbewahren, falls er noch nicht leer ist. Das Bohnenfach ist wie immer oben auf dem Vollautomaten. Es passen ca. 250 Gramm Bohnen hinein. Damit könnt ihr dann ungefähr 25 Getränke zubereiten. Wenn das Fach leer ist, erscheint sogar ein Hinweis im Display. Dann leuchtet dieses Warndreieck und die Kaffeebohnen blinken. Alternativ könnt ihr auch gemahlenes Kaffeepulver verwenden. Dafür füllt ihr einen gestrichenen Kaffeelöffel in dieses Fach hier. Bei Geschmack und Crema sind frisch gemahlene Bohnen aber natürlich deutlich besser. Der Deckel ist komplett blickdicht, um das Aroma der Bohnen zu schützen. Aber meistens sind die Bohnen bei uns sowieso nach 3 bis 4 Tagen aufgebraucht. Den Mahlgradregler findet ihr bei DeLonghi immer direkt im Bohnenfach. Hier ist übrigens ein robustes Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl verbaut. Im Vergleich zu den günstigen Magnifica-Modellen ist es deutlich leiser. Hört es euch mal an. Wir haben im Schnitt 67 Dezibel gemessen. Im Vergleich mit allen anderen Vollautomaten aus unserem Test ist das Mahlwerk damit durchschnittlich laut. Es ist also weder zu laut noch besonders leise. Ihr könnt euch während dem Mahlvorgang aber noch weiter unterhalten. Auf Stufe 7 werden die Bohnen eher grob und auf Stufe 1 ziemlich fein gemahlen. Über den Mahlgrad könnt ihr den Geschmack aktiv beeinflussen. Je feiner die Bohnen gemahlen werden, desto intensiver und stärker wird am Ende euer Espresso oder Kaffee. Mit den Zwischenstufen stehen euch insgesamt 13 Stufen zur Auswahl. Den Mahlgrad könnt ihr während dem Mahlvorgang durch Drehen anpassen. In unserem Test haben wir auf Stufe 3,5 die besten Ergebnisse erzielt. Wie ihr seht, ist das Pulver hier schon ziemlich fein gemahlen. Für die extra feinen Mahlgradstufen ist die 15 Bar Pumpe allerdings etwas zu schwach. Da tropfte der Espresso nur noch in die Tasse. Die DeLonghi Dynamica Plus mit einer 19 Bar Pumpe hat da noch etwas mehr Power. Den Wassertank könnt ihr bequem nach vorne herausziehen und direkt am Vollautomaten auffüllen oder unterm Wasserhahn. Es passen rund 1,8 Liter in den Tank. Damit könnt ihr ca. 15 Getränke zubereiten. Sobald der Tank leer ist, leuchtet dieses Zeichen hier im Display auf. Der Tank ist aus einem robusten Kunststoff und sehr stabil. Hier hinten seht ihr den Anschluss für einen Wasserfilter. Ihr könnt den Vollautomaten aber natürlich auch ohne Filter benutzen. Der erste Wasserfilter ist übrigens immer dabei. Er sorgt dafür, dass ihr seltener entkalken müsst, was besonders bei kalkhaltigem Wasser in Städten sinnvoll ist. Den Kaffeeauslass könnt ihr von 7,5 bis 14 cm in der Höhe anpassen. Für kleine Espresso-Tassen ist die niedrigste Einstellung ideal. Große Latte Macchiato Gläser sind auch kein Problem. Beim Milchauslass wird es allerdings etwas knapp, denn den könnt ihr nur auf gut 12 cm einstellen.
Da müssen wir unser Latteglas leicht kippen, damit es drunter passt. Hier wären bauchige Gläser besser geeignet. Dafür hat der Kaffeeauslass eine super Qualität. Die Blende hier oben ist sogar aus Edelstahl. Genau wie beim Kaffeeauslass stimmt die Qualität auch beim Gehäuse. Durch den matten Kunststoff wirkt es hochwertiger als andere Magnifica-Modelle. Das Abtropfblech hier ist aus Edelstahl. Darin befindet sich noch ein kaum sichtbares, leicht erhöhtes Kunststoffgitter, auf dem die Tassen stehen. Durch dieses clevere Detail wird der Edelstahl vor Kratzern geschützt. Abtropfschale und Wassertank schließen genau mit dem Gehäuse ab. Nur beim Deckel des Bohnenfachs haben wir eine Gummidichtung vermisst. Insgesamt ist die Qualität sogar noch etwas besser, als wir es für diesen Preis erwartet haben. Beim Display fällt uns sofort auf, dass es deutlich moderner ist als bei älteren Magnifica-Modellen. Es hat keine Knöpfe, sondern lässt sich komplett per Touch bedienen. Das Display ist auch nicht mehr vorne am Gerät, sondern oben. Dadurch könnt ihr es auch im Stehen gut lesen und müsst euch nicht bücken. Insgesamt ist das Display sehr einfach und übersichtlich gehalten. Alle Getränke sind durch große Bilder dargestellt. Zur Auswahl stehen die Klassiker Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso, Kaffee und Long. Was sich genau hinter dem Long verbirgt, erklären wir euch später. Außerdem gibt es noch einen Knopf für heißes Wasser, falls ihr mal einen Tee beziehen wollt. Dafür nutzt ihr diesen Heißwasserauslass und klickt ihn dort ein, wo sonst der Milchbehälter ist. Über den Knopf oben rechts schaltet ihr den Vollautomaten ein. Dann heizt er sich auf und führt einen Spülvorgang durch. Anschließend könnt ihr sofort loslegen und das erste Getränk beziehen. Über die 3 Bohnen könnt ihr die Kaffeestärke einstellen. Von mild 1 Bohne bis stark 3 Bohnen. Je höher die Stufe, desto mehr Kaffeebohnen verwendet der Vollautomat. Über das Kaffeelöffel-Symbol könnt ihr auch gemahlenes Kaffeepulver verwenden. Aber mit frisch gemahlenen Kaffeebohnen schmeckt es deutlich besser. Mit der Mal-2-Taste aktiviert ihr den Doppelbezug. Allerdings funktioniert der nur bei Espresso. Warum nicht auch wenigstens der Doppelbezug für Kaffee möglich ist uns nicht so ganz klar. Über das Zahnrad oben links gelangt ihr ins Hauptmenü und über diese Taste könnt ihr das Milchsystem reinigen. Beides zeigen wir euch später dann noch ausführlicher. Die Getränketasten sind übrigens Direktwahltasten. Das heißt, sobald ihr ein Getränk auswählt, beginnt der Vollautomat sofort mit der Zubereitung. Jetzt beziehen wir endlich ein paar Getränke. Los geht's mit einem Espresso. Das Aroma haben wir auf Stufe 3 gestellt, damit er schön kräftig wird. Die Zubereitung dauert insgesamt nur rund 45 Sekunden. Mit 70 Grad hat der Espresso die ideale Temperatur. Er hat eine kräftig braune Farbe und eine dichte Crema. Beim Geschmack überzeugen die klaren Haselnussaromen. Vielleicht nicht der allerbeste Espresso, den wir je hatten, aber definitiv ein ziemlich guter. Weiter geht es mit einem klassischen Kaffee. Wir haben das Aroma auf Stufe 2, also mittlere Stärke gestellt. Normalerweise erhaltet ihr beim Kaffee 180 Milliliter. Wir haben die Getränkemenge auf ungefähr 140 Milliliter programmiert. Dadurch wird er besonders aromatisch und intensiv. Denn je mehr Wasser durch den Puck gepresst wird, desto bitterer schmeckt euer Kaffee. Wie das mit dem Programmieren funktioniert, zeigen wir euch gleich noch. Für eine Tasse benötigt der Vollautomat rund 1 Minute. Die Temperatur ist mit 71 Grad wieder ideal. Der Kaffee hat eine gleichmäßige hellbraune Crema. Geschmacklich ist er auch gut, vor allem schön kräftig, leider aber auch minimal bitter. Eine super Alternative zum Kaffee ist daher der Long. Dieser wird mit dem sogenannten Schwallbrühverfahren zubereitet. Dabei wird das Wasser in vielen kleinen Schüben durch den Kaffeepuck gepresst. Durch den niedrigeren Druck werden weniger Bitterstoffe gelöst. Außerdem startet nach der Hälfte des Bezugs ein zweiter Mahlvorgang und ein neuer Kaffeepuck wird gepresst. Auch das trägt dazu bei, dass eine Überextraktion verhindert und Bitterstoffe deutlich reduziert werden. Mit den 2 Mahlvorgängen dauert die Zubereitung rund 2 Minuten, also fast doppelt so lang wie beim Kaffee. Doch das Warten lohnt sich. In Sachen Geschmack überzeugt der Long im Vergleich zum Kaffee mit weniger Bitterstoffen und einem besonders intensiven Aroma. Die Crema ist genauso dicht und gleichmäßig wie beim Kaffee.
Und auch die Temperatur stimmt. Wir haben hier 73 Grad gemessen. Alle Kaffeetrinker unter euch sollten den Long auf jeden Fall mal probieren. Kommen wir zu den Getränken mit Milchschaum. Dazu hole ich jetzt erstmal den Milchbehälter aus dem Kühlschrank. Zunächst zeigen wir euch einen Cappuccino. Den Milchauslass können wir perfekt unserer Tasse anpassen. Je kürzer der Weg in die Tasse, desto heißer wird der Milchschaum. Da es allerdings nur einen Milchauslass gibt, ist ein Doppelbezug bei Milchschaumgetränken nicht möglich. Wir haben das Aroma auf Stufe 2, also mittlere Stärke, gestellt. Nachdem der Espresso dazu kam, ist der Cappuccino auch schon fertig. Die Zubereitung dauert nur rund 1,5 Minuten. Bei der Temperatur haben wir stolze 76 Grad gemessen. Der heißeste Cappuccino, den wir bis jetzt in unseren Tests hatten. Der Milchschaum hat soweit eine gute Konsistenz und haftet schön am Löffel. Er ist gleichmäßig fein und leicht süß. Allerdings fehlt es uns etwas an Cremigkeit. Wir haben hier keinen Microfoam, also Milchschaum mit sehr kleinen, kaum sichtbaren Luftbläschen. Der würde für noch mehr Cremigkeit und eine samtige Konsistenz sorgen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Geschmacklich ist der Cappuccino auf jeden Fall eine runde Sache. Kommen wir zum Latte Macchiato. Dafür stellen wir den Milchauslass bis ganz nach oben. Bei unseren Tests kam es dann auch mal vor, dass es beim Milchschaumbezug ein wenig spritzt. Es ist zwar selten passiert, aber wir wollten, dass ihr es wisst. Dafür wird unser Glas schon bei der voreingestellten Menge schön voll. Das klappt auch nicht bei jedem Vollautomaten. Die Zubereitung dauert ungefähr 1 Minute 40. Mit 72, sogar 73 Grad ist auch der Latte Macchiato schön heiß. Der Milchschaum ist überwiegend gleichmäßig fein mit ein paar einzelnen gröberen Bläschen dazwischen. Geschmacklich genauso gut wie der Cappuccino. Insgesamt ein gutes Ergebnis. Wie bei allen Magnifica-Modellen sind auch hier die Getränkemengen vorprogrammiert. So erhaltet ihr beim Espresso immer 40 ml, beim Kaffee 180 ml und beim Long 160. Ihr habt hier also keine Mengenstufen für kleine, mittlere oder große Tassen zur Auswahl, wie beispielsweise bei der DeLonghi Dynamica Plus. Wollt ihr die Getränkemengen anpassen, könnt ihr das jeweilige Getränk umprogrammieren. Haltet dazu die Getränketaste für 3 Sekunden gedrückt. Sobald die Kontrolllampe schnell blinkt, befindet ihr euch im Programmiermodus. Der Vollautomat beginnt nun automatisch mit der Zubereitung. Sobald ihr mit der Getränkemenge zufrieden seid, drückt ihr erneut die entsprechende Getränketaste. Genau diese Menge wird jetzt gespeichert und immer dann ausgegeben, wenn ihr das Getränk auswählt. Auf gleiche Weise könnt ihr übrigens auch die Heißwassermenge an eure Teetasse anpassen. Auch für Cappuccino und Latte Macchiato lässt sich die Getränkemenge anpassen. Hier gibt der Vollautomat zuerst den Milchschaum aus. Sobald ihr mit der Menge zufrieden seid, tippt ihr erneut auf die jeweilige Getränketaste. Anschließend wird automatisch der Espresso zubereitet. Sobald eure gewünschte Menge erreicht ist, tippt ihr wieder auf die Getränketaste. Genau diese Einstellungen sind nun dauerhaft gespeichert. Auf diese Weise könnt ihr eure Getränke exakt eurer Tassengröße anpassen. Wollt ihr die ursprünglichen Getränkemengen zurück, könnt ihr das Gerät einfach auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Schaltet dazu das Gerät aus, haltet die ersten beiden Getränketasten und die Doppelbezugtaste für 5 Sekunden gedrückt. Sobald ihr einen Signalton hört, ist das Gerät zurückgesetzt. Beachtet dabei aber, dass hier wirklich alle Einstellungen und alle Getränkemengen zurückgesetzt werden. Eine echte Innovation ist die My-Latte-Funktion. Hier verwendet das Gerät immer die komplette Milch im Milchbehälter. Das ist sehr praktisch, denn so könnt ihr genau die Menge einfüllen, die ihr für euer Getränk verwenden wollt. So bleibt keine Milch übrig und ihr könnt den Milchbehälter anschließend direkt reinigen. Beachtet hierbei aber auf jeden Fall, dass sich das Volumen der Milch beim Aufschäumen verdoppelt. Hier mussten wir anfangs etwas rumprobieren, bis wir die perfekte Menge hatten, um unser Glas voll zu bekommen. Es gibt hier leider keine Taste, um einfach nur Milchschaum zu beziehen, zum Beispiel für Kakao. Mit einem einfachen Trick ist es aber trotzdem möglich. Wir verraten euch jetzt wie.
Dazu füllt ihr die gewünschte Menge Milch in euren Milchbehälter und aktiviert anschließend das Fach für gemahlenes Kaffeepulver. Natürlich füllt ihr aber kein Pulver ein. Anschließend wählt ihr einfach My Latte aus und der Vollautomat schäumt euch die gesamte Milch auf. Jetzt nur noch Kakaopulver dazugeben und schon habt ihr einen Kakao. Die Getränke waren zwar schon ordentlich heiß, wer es aber noch heißer mag, kann die Brühtemperatur anpassen. Haltet dazu die Zahnradtaste 3 Sekunden lang gedrückt. Dann befindet ihr euch im Hauptmenü. Über die ersten 4 Getränketasten könnt ihr nun verschiedene Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel den Energiesparmodus aktivieren oder die Wasserhärte einstellen. Auf der ersten Taste ändert ihr die Brühtemperatur. Jede Kaffeebohne steht dabei für eine bestimmte Temperaturstufe, von niedrig bis hoch. Bestätigt eure Auswahl, indem ihr wieder die gleiche Getränketaste drückt. Jetzt zeigen wir euch noch, wie gut sich der Vollautomat wieder reinigen lässt. Denn nur ein gut gepflegter Vollautomat bereitet euch dauerhaft leckeren Kaffee zu. Der Milchbehälter soll laut Anleitung nach jeder Nutzung gereinigt werden. Auf Knopfdruck könnt ihr eine Schnellreinigung mit heißem Wasser starten. Wenn ihr über den Tag verteilt 3 Cappuccini bezieht, dann startet ihr nach jedem Bezug immer die Schnellreinigung und abends spült ihr den Behälter gründlich per Hand ab. Zum Reinigen könnt ihr den Behälter in 5 Teile zerlegen, die ihr dann in warmes Wasser mit einem milden Spülmittel taucht. 1- bis 2-mal pro Woche könnt ihr den Behälter auch in die Spülmaschine packen. Die kleinen Teile legt ihr am besten oben auf die Besteckablage oder unten in den Besteckkorb. Kaffeesatzbehälter und Abtropfschale lassen sich wie immer bei DeLonghi nach vorne herausziehen. Nach 14 Getränken erscheint automatisch dieser Hinweis im Display, der euch ans Ausleeren erinnert. In dieser Schale hier landen die Kaffeepucks. Wie ihr seht, sind sie sauber gepresst und relativ trocken. Das zeigt uns, dass die Brühgruppe gute Arbeit leistet. Vorne unter dem Abtropfblech sammelt sich das Wasser der Spülvorgänge. Die Kaffeepucks könnt ihr einfach in den Biomüll kippen und die Behälter dann per Hand abspülen. In die Spülmaschine dürfen sie leider nicht, außer das Kunststoffgitter vorne unterm Abtropfblech. Jetzt schauen wir uns noch kurz die Brühgruppe an. Sie versteckt sich hinter einer Serviceklappe neben dem Wassertank und lässt sich mit einem Handgriff herausnehmen. Bitte macht das aber nur, wenn der Vollautomat ausgeschaltet ist. Auf jeder Brühgruppe sind immer ein paar Kaffeereste zu finden. Und das ist auch hier nicht anders. Daher solltet ihr sie einmal wöchentlich mit klarem Wasser abspülen. Denn nur eine saubere Brühgruppe bereitet euch dauerhaft leckeren Espresso zu. Bitte kein Spülmittel verwenden, damit ihr das Schmierfett nicht entfernt. Danach lasst ihr sie an der Luft trocknen und setzt sie dann wieder ein. Damit sind wir schon fast am Ende unseres Tests angekommen. Wir fassen euch die Vor- und Nachteile der Magnifica Evo jetzt nochmal kurz zusammen. Die Magnifica Evo bereitet euch 5 Getränke auf Knopfdruck zu. Geschmacklich konnten uns alle Getränke durchweg überzeugen. Der Espresso hat eine sehr feine Crema und ist kräftig und intensiv im Geschmack. Für alle Kaffeetrinker ist der Long die beste Wahl. Durch das Schwallbrühverfahren mit niedrigem Druck und 2 Kaffeepucks je Tasse wird er schön intensiv und ist weniger bitter als der normale Kaffee. Besonders gut gefallen haben uns die heißen Milchschaumgetränke. Sowohl der Cappuccino als auch der Latte Macchiato haben locker die gewünschte Temperatur erreicht. Der Milchschaum ist gleichmäßig fein und leicht süß im Geschmack. Richtig gut durchdacht ist das neue Display. Es ist übersichtlich gestaltet und leicht verständlich und vor allem auch gut von oben zu lesen. Das Aroma könnt ihr in 3 Stufen und den Mahlgrad in 13 Stufen einstellen. Bei der Getränkemenge gibt es keine Stufen zur Auswahl. Hier sind alle Getränke auf eine feste Menge voreingestellt. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese aber natürlich umprogrammieren und so jedes Getränk eurer Tasse anpassen. Zusätzlich ein paar Stufen zum schnellen Anpassen der Getränkemenge hätten uns aber noch besser gefallen. Mehrere Profile gibt es nicht, denn die Einstellungen sind alle bewusst simpel gehalten. Daher richtet sich der Vollautomat besonders an Einsteiger, die mit wenigen Klicks einfach gute Getränke beziehen wollen. Überzeugt hat uns die leichte Handhabung. Wassertank und Bohnenfach sind gut zu erreichen. Am Milchbehälter seht ihr, wie viel Milch ihr für das jeweilige Getränk einfüllen müsst. Er lässt sich außerdem mit einem Handgriff am Vollautomaten einklicken.
Mit seinen 220 Millilitern ist er allerdings eher auf kleine Haushalte ausgelegt. Ihr könnt maximal 2 Latte Macchiato oder 3 Cappuccini beziehen, dann müsst ihr den Milchtank wieder auffüllen. Ein Doppelbezug ist übrigens nur bei Espresso möglich. Gerade bei großen Gläsern kann es vorkommen, dass der Milchauslass in der höchsten Einstellung etwas spritzt, da das Röhrchen zu flach ins Glas verläuft. Ein Highlight ist die My-Latte-Funktion. Hier verwendet der Vollautomat immer die gesamte Menge Milch aus dem Behälter. Das ist ideal, um einen großen Latte Macchiato oder Kakao zuzubereiten. Außerdem ist so der Milchbehälter immer komplett leer und ihr könnt ihn anschließend reinigen. Dabei unterstützt euch ein Schnellreinigungsprogramm mit heißem Wasser. Anschließend spült ihr den Milchbehälter ab oder packt ihn einfach in die Spülmaschine. Kaffeesatzbehälter und Abtropfwanne solltet ihr entleeren, wenn euch der Vollautomat daran erinnert. In die Spülmaschine dürfen sie allerdings nicht. Die Brühgruppe lässt sich mit einem Handgriff entnehmen. Spült sie am besten einmal pro Woche mit klarem Wasser ab. Insgesamt ist die Reinigung unkompliziert und wirklich schnell erledigt. Der Vollautomat ist aus einem matten Kunststoff gefertigt und macht qualitativ einen guten Eindruck. Und auch das Mahlwerk ist im Vergleich zu älteren Magnifica-Modellen deutlich leiser. Die neue Magnifica Evo ist die richtige Wahl, wenn ihr euch einen einfach zu bedienten Vollautomaten wünscht, der mit wenigen Klicks einfach guten Kaffee und Espresso, aber vor allem auch schön heiße Milchschaumgetränke zubereitet. Das war unser Test der DeLonghi Magnifica Evo. Wir verlinken euch genau dieses Modell in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch einen Link zum ausführlichen Testbericht auf unserer Website. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt jetzt den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Schreibt uns jetzt auch gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Modell oder macht uns einen Vorschlag, welches Modell wir als nächstes testen sollen. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.